wir auch schon beim zweiten Part von Das ist die Polizei. Sehr. Zeigen wir, was wir drauf haben. Die Freeburger Polizei ordnet bevorstehende Arbeitsanweisungen in Schichten für heute Morgen ein. In jeder Schicht reagieren Polizisten auf laufende Verbrechen und Detectives fahren mit ihren Ermittlungen fort. Sie können Angestellte problemlos von einer Schicht in die andere versetzen. Alles klar, wunderbar. Alle Polizisten und Detectives verfügen über eine Reihe wichtiger Eigenschaften. Ja, Effizienzlevel wird angezeigt. Von 100 Stellen den Durchschnitt. Alle Polizisten darunter sind nicht gänzlich zuverlässig, während die mit einem deutlich höheren Wert in Professionalität grundsolide sind. Selbst wenn es hart auf hart kommt. Aha. Hart auf hart ist immer gut. Alles klar, wir müssen es auch erstmal ausruhen lassen. Verborgene Eigenschaften. Faul. Päh. Alles klar. Schicht B. Ein Spot haben wir auch. Also erstmal die Kippe weg. Und dann geht's los. Auf Notrufe reagieren ist die Grundlage aller Polizeiarbeit. Sie werden Polizisten zum Tatort schicken müssen, bevor die Zeit abläuft. Eine Markierung auf der Karte zeigt an, wo der Anruf eingegangen ist. Je weiter weg das Ziel von der Polizeiwache ist, desto länger werden ihre Beamten dorthin brauchen, umso länger werden ihre Leute unabkömmlich für neue Jobs sein. Das ist natürlich klar. Alles klar. Alles klar. Fahrerflucht. Ich würde sagen, das Fahrerflucht, da brauchen wir jetzt nicht wirklich was Wertvolles hinschicken. Ja, schicken wir aber mal die zweite Garde. Die geht eh bei den Rennen, ne? Oh, gewaltsame Auseinandersetzung. Ein Kinomanager berichtet, dass ein betrunkener Mann während einer Vorstellung von Citizen Kane versucht habe, mit einem durch den Schriftzug Rosebud verzierten Snowboard den Eintritt zum Kino zu erzwingen. Als man den Zugang verweigert, griff er den Kassierer gewalttätig an. Na, da schicken wir mal die Prügeloma. Und oder was, wir machen das anders, einen gnädigen Mann und eine Dame. Wo ich den Mann, den hätte ich gerne hier vorne. Oh, Mann. So, wunderbar. Dann sieht das Ganze auch ein bisschen professioneller aus. Man muss doch die Geschlechter zusammenstecken. Vielleicht kriegen wir auch irgendwann einen Polizisten, Baby. Weiß man ja nicht. Oh je, gerade wird's dunkel, ey. Fahrerfluchtbericht. Wie sieht's aus? Wenn alles gut läuft, verhaften Polizisten den Kriminellen und niemand stirbt. Aber die Wahrheit ist, dass die Kriminellen manchmal entkommen können. Versuchen sie vor allem tote Polizisten Zivilisten vermeiden. Tote Polizisten werden ihr Team schwächen und tote Bürger hängen dem Bürgermeister. Sogar noch mehr als Lebende. Das ist scheiße, ne? Täter entkommen, Beamte unverzehrt. Oh, der Schwede, was seid ihr für Idioten, ey? Frauen bei der Polizei. Am besten sollte man sie entlassen, ey. Meine Fresse, ey. Taylor, guck mal. So liebe ich mir das. Wir werden den Preis wahrscheinlich mit uns schicken dürfen, ey. Also, die Dame muss wahrscheinlich in die Rente bewaffneter Raub. Fuck you, ey.
Was ist gewaltsam auseinandersetzen? Oh, fuck. 3 mit einer Schrotflinte. Wow. Ich hab noch was vor mir, den ganzen Film, schnell. Da schicke ich lieber mal ein bisschen was Professionelleres hin, weil das könnte gefährlich werden. Das könnte böse enden vielleicht. Sie hatten das hier oben eigentlich zu sagen, ja? Das ist Fortfahren, alle klar. Und das hier ist unser Geld, was wir zur Verfügung haben, oder wie? Ein Angriff im Ghetto, ey. Wann ist der Shootout? Ein Passant hat gesehen, wie ein paar Teenager einen älteren Musiker angegriffen haben. Weggerannt. Komm. Ja, gerade sieht es aber schwierig aus, wenn wir jetzt nur noch unseren geilen Mann hier stehen. Sonst gar nichts mehr. Alles klar, wenn Polizisten nicht sicher sind, wie sie vorgehen sollen, können sie kontaktieren und fragen. Alles klar. Wunderbar. Das Auto wurde hinter dem Haus der Browns geparkt. Durch das offene Fenster sind Stöhnen und Gelächter aus dem Wohnzimmer zu hören. Die sind ja abgelenkt, würde ich sagen. Hat doch geklappt. Weil das andere hätte wahrscheinlich dazu gebracht, dass sie sich verschanzen und dann gäbe es wahrscheinlich Tote und das wollen wir ja nicht. Aber ein gefasster Täter, das gefällt mir. Gewaltsame Auseinandersetzung. Ey, ich weiß nicht, man kann Frauen echt nicht irgendwo hinkommen lassen. Das endet immer böse. Ja, ich muss sagen, schon recht amüsant, das Spiel. Angriff. Ey, auch. Der Preis, der kann man echt nichts mehr abziehen, ey. Können wir die irgendwie in Rente schicken? Also, die haben alle irgendwas. Ich würde sagen, wir beenden den Tag, das war's. Also Überstunden. Wenn Sie glauben, dass Sie am nächsten Tag ein paar extra Leute brauchen, können Sie den Polizisten befehlen, zur Arbeit zu kommen und Überstunden zu machen. Aber wenn Sie ohne Pause durcharbeiten, werden Sie deutlich erschöpfter sein und dann wird zwangsläufig jemand einen Fehler machen. Alles klar. Ich würde sagen, die Schicht hier ist eh fast besser. Ich würde sagen, wir beenden erstmal den Tag und gucken dann mal weiter, was dann passiert. Used to be, when I asked Kendrick to stay late at the office, he liked to grumble and crack wise. Nowadays, he doesn't have the strength for it. Slumped shoulders, blank stare, wrinkled skin. The past few weeks, I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Internal Affairs raided the library he inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face, the fearless policeman standing helpless in horror. I've known Francis for 30 years. The past 20 years he's played loose with the law. And I know that at a certain point every stolen dollar brings more misery than anything else. Probably sounds crazy, but I sympathize with the guy. What can I do? Your friends are your friends, and these are the waters we swim in. Called all of the people on that list today. Now they know you're in business, so you could get a call from any of them. You don't need to worry about any of them. I've cleared them all. And what kind of business are we talking here? It's nothing too serious, just like you asked. Should be just a few small favors.
Payments will vary depending on the situation and who you're dealing with. How much are you looking to earn? $500,000. $500,000? Why not a whole million? Because everybody wants to take $1 million. Figured I'd try something different. $500,000 in 180 days? Well, you could earn it all above board if you netted all the big fish and hit all your bonuses. Never knew you for a fisherman. Well, you never got into my business, and I'm not trying to get into yours. But be careful about bringing in any other cops. Sooner or later, they'll put the finger on you. And one more thing, Jack. I remember what you said, but I should probably add one more name to that list. Christopher Sand. Sand. Christopher G. Sand. Everyone knows the name, but few could tell you who he is. The old man stays away from the spotlight. Always wears old-fashioned jeans and knitted sweaters. Gives to charity. Rarely attends social events. An avid hunter, I hear. Even dabbles in poetry. You'd never guess he's the head of the oldest and most powerful gang in the city. Goes back as far as his great-grandfather. And Sand is strict about following the old rules. He rarely involves himself in commonplace murders and robberies. Hardly needs to intimidate anyone to get his point across. The people who work for him each have their sphere. They provide protection where needed, even work with the authorities when they want to make a deal. Meanwhile, Sand pulls the strings without getting his hands dirty. People sometimes mistake his quiet approach. A couple years ago, an arms dealer decided to expand its business without asking permission, and his whole family paid the price. In 4 weeks, Sand killed 31 people. Old men, women, even a few teenagers. And Sand's people made sure every paper reported it. Frank, I don't want to hear you say that name again. Jack, please, listen to me. I'm in with these guys. We agreed, Frank. That's not the kind of business I'm into. I don't go there. Never have, never will. Also, ich wäre mir jetzt sicher, ob wir so weit nicht gehen wollen. Aber ich würde sagen, das sehen wir wahrscheinlich alles erst in der nächsten Folge, denn die ist vorbei. Bis bald. Ciao.